Servus Freunde, ihr seid auf der Suche nach einem neuen 1:10 High-End Crawler, der gut ausschaut und eine Menge drauf hat? Dann solltet ihr den neuen APSIMA Camper etwas genauer betrachten. Alles Wichtige zu dem neuen High-End Crawler von APSIMA und ob er sein Geld wert ist, erfahrt ihr in meinem ausführlichen Review. Viel Spaß! In der Box befinden sich eine 6-Kanal 2,4 GHz Fernsteuerung, ein Aufkleberbogen, ein kleiner Kreuzschlüssel, 3 Sechskantschlüssel, weitere Teile, die Bedienungsanleitung und natürlich das Fahrzeug. Was ihr noch benötigt, sind LiPo-Akkus oder NIM-Akkus und 4xAA Lithium- und Zellenbatterien für die Funke. Vom Design her fällt zunächst die kräftige orange Farbe der Karosserie meines Modells in die Augen, die Dachträger oben passen gut zum Camper. Innerhalb der Karosserie befinden sich die aufwendig verbauten, serienmäßig und detailverliebten LED-Einheiten für vorne und hinten. Beim Lenken des Autos blinken die gelben LED der Bewegung entsprechend entweder nach links oder rechts. Und das sowohl hinten als auch vorne, sogar serienmäßig. Die roten LED hinten leuchten rot auf, wenn man bremst oder rückwärts fährt. Die vorderen weißen LED leuchten sehr hell, können schnell blinken oder auch ganz ausgeschalten werden. Besonders positiv ist mir die Schraub- und Magnethalterung aufgefallen, mit der die Karosserie befestigt wird. Dadurch lässt sich die Karosserie bequem entfernen. Die robuste Front mit LED, Kühlergrill und Stoßdämpfer evozieren dem Auto von vorne einen sehr bulligen Auftritt. Dazu tragen auch die Kotflügel hinten und vorne bei, die Dreck und Co. vom Fahrzeuginneren fernhalten. An der Seite des Crawlers finden sich viele Anbauteile wie Türgriffe, Rückspiegel, Auftrittsstreben und Fenster. Das Heck weist ein vollwertiges Ersatzrad mit Halterung auf. Insgesamt macht das Design des Crawlers einen guten Eindruck auf mich und alles wirkt stabil bzw. gut verarbeitet. Der Camper weist einen 5 mm CNC gefrästen Aluminiumrahmen mit Aluminium-Vierlenker-Aufhängungssystem auf. Dieser ist nicht nur stabil, sondern auch hochwertig gefertigt und wird dem Kaufpreis gerecht. Die ölgefüllten Aluminium-Stoßdämpfer mit 3 mm Kolbenstangen sind wahnsinnig gut und halten so ziemlich jeden Stoß oder Sprung ab, der mit dem Fahrzeug möglich ist. Der 1:10 Crawler eliminiert quasi die mit schlechtem Untergrund verbundenen Nachteile und ermöglicht ruhiges Fahren. Ein weiteres wichtiges Merkmal des Campers sind seine verbauten Portalachsen, die viele Vorteile mit sich bringen. Dadurch ist nicht nur der Abstand zum Differentialgehäuse größer als bei herkömmlichen Achsen, sondern sie reduzieren auch das Übersetzungsverhältnis in den Rädern, was zur Verhinderung von Drehmomentstößen des Antriebes führt. Das heißt, der Camper soll gelassener fahren, dazu aber später mehr. Weiter wird der 4WD von einem drehmomentstarken 550er Brushed-Motor angetrieben, der ein 2-Gang-Getriebe besitzt. Die beiden Gänge lassen sich einfach per Knopfdruck an der Fernbedienung anwählen und sorgen für unterschiedliche Übersetzungsverhältnisse. Das ESC ist übrigens wasserdicht, wodurch Fahrten im Wasser unbedenklich sind. Das Highlight sind für mich aber die 2 ansteuerbaren Differentialsperren hinten und vorne, durch die der Camper jedes noch so schwierige Gelände meistern soll. Sie bewirken, dass jedes Rad die Kraft erhält, die es in kniffligen Situationen benötigt. Wie sich das alles beim Fahren schlägt, erfahrt ihr nun. Zunächst fällt auf, dass das Auto aufgrund der Portalachsen gelassener fährt und keine unschönen Drehmomentstöße aufweist. Zusammen mit den hervorragenden Federn fährt sich das Auto somit sehr ruhig. Aber besonders beim Crawlen machen sich diese Attribute positiv bemerkbar, da man das Auto sehr gut kontrollieren kann und nicht durch ein hoppelndes Fahrzeug gestört wird. Man kann sich also ganz auf das Bewältigen von Hindernissen fokussieren. Insgesamt arbeiten die Portalachsen mit der Ölfederung prima zusammen. Doch wie sieht es mit den Differentialsperren in der Realität aus? Bei normalem Gelände benötigt der Camper, auch wegen des sehr guten Reifenprofils, eigentlich keine Differentialsperren und fährt bei entsperrten Differentialen sehr gut über Hindernisse. Kommt man aber in extremeres Gelände und bleibt stecken, helfen die gesperrten Differentiale, um auch diese Aufgabe zu meistern. Sie sind mit 2 eingebauten Miniservos verbunden. Ich persönlich war stets sehr angetan, wie mühelos das Auto mit gesperrten Differentialen schwierige Hindernisse bewältigt hat. Mit zu verdanken ist dies auch dem potenten Motor, der bei mir keine Probleme, in welchem Gelände ich auch immer gefahren bin, gemacht hat. Dabei ist es in einem Hindernisparcours sehr nützlich, dass das Auto im ersten Gang langsamer fährt und mehr Drehmoment besitzt, bzw. eine Art Autobremse hat. Das Auto bremst von selber, wenn man vom Gas geht. Im Gelände ist das wirklich von großem Vorteil. Und im zweiten Gang kann dann schnell zum nächsten Hindernis gefahren werden. Für den Camper ist eigentlich kein Hindernis ein Problem, da das Auto mit vielen technischen Helferlein aufwartet. Einzig sehr steile Anfahrten können den Camper aufgrund ihrer Steigung zum Umkippen bringen. Abhilfe dagegen schaffen die optionalen Gewichte, welche es im APSIMA Shop zu kaufen gibt. Bei steilen Anhängen kippt der Camper aber nicht um. Aufgrund all dieser Eigenschaften macht das Fahren mega viel Spaß. Einen Teil dazu trägt auch die Fernbedienung bei, an welcher das Licht, die Differentiale, Gänge, Leistung und vieles weitere eingestellt werden können.
Die Fernbedienung liegt gut in der Hand und lässt sich auch einhändig bedienen. Sie macht einen hochwertigen und schönen Eindruck auf mich. Die Reichweite ist ausgezeichnet und unbedenklich. Mein 6200 mAh oder 5000 mAh 2S LiPo-Akku ging bei mir nie leer. Selbst nach anspruchsvollen und sehr langen Fahrten, über 90 Minuten, war ein Akku nicht leer. Bei diesem Auto benötigt man also nicht unbedingt einen zweiten oder gar dritten Akku. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei diesem Auto stimmt einfach. Der Camper kostet 450 €, bietet dafür aber von Werk ab sehr viele Features. Dazu gehören das serienmäßige hochwertige Lichtkit, 2 einzeln ansteuerbare Differentialsperren für vorne und hinten, hochwertige Portalachsen, 2 Gänge, ein cooles Design und der große Fahrspaß. Insgesamt ist es ein sehr gelungenes Auto und das gefällt mir ziemlich gut.